Hölle macht jetzt der Steppenwolf jetzt plötzlich für komische Sachen? Keine Angst, das ergibt dir am Schluss schon irgendwie Sinn. Oder auch nicht. Schaut es doch mal an und beurteilt es selber. Das Video ist ein kleiner, aber hoffentlich unterhaltsamer Exkurs in eine Welt mit, sagen wir mal, ein bisschen spezieller Logik. Und nach dieser Geschichte gibt es am Schluss dann noch einen kleinen Gleitzahlvergleich, also dranbleiben. Salut überhaupt. Im Frühling 2021 hatten wir ein Regio-Training mit der Liga am Witzweli. Das ist da oberhalb von Daleville. Das war mit dem Regio Jura, oder wie wir den irgendwann sagen, mit dem Regio Roschi, weil der Roschi ist der es leitet. Und im Jura waren wir aus wettertechnischen Gründen in diesem Frühling fast nie gewesen. So, und zum Anfang hat der Roschi uns jetzt zuerst mal gezeigt, wie Groundhandling eigentlich geht. Also, das ist Groundhandling mit einem Ozone Enzo 3. Merci an dieser Stelle noch an Pfisti für die Videosequenz. Dann haben wir uns dann mal ein bisschen umgeschaut. Dort oben hat es so wunderschöne grüne Wiesen und sogar ein bisschen Sonne zwischendurch. Das ist also das Auenland. Und dort wollten wir top landen. Jetzt ist nur die Frage, wie schaffen wir das? Und für das müssen wir uns mal umdrehen. Und hier haben wir jetzt dunklen Wald, dunkle Wolken überdran. Da ist Mordor. Und auch wenn das ein bisschen düster aussieht, dort kommen wir wahrscheinlich rauf. Das heisst also, für ins Auenland zu kommen, müssen wir zuerst auf Mordor. Und ich weiss, von der Geschichte her macht das überhaupt keinen Sinn, aber irgendwie ist mir das ziemlich egal. Also haben wir uns auf den Weg gemacht. Und tatsächlich, in diesem Mordor ist es feierlich gut gestiegen. Ist ja auch kein Wunder bei dem Feuer, das sie dort überall haben. Und während da die anderen bereits ins Auenland übergeflogen sind, konnte ich mich da noch ein bisschen verdörlen in diesem Mordor. Ob es mir jetzt hier besonders gut gefallen hat oder ob ich es einfach nicht so recht geschafft habe, raufzukommen, sei mal dahingestellt. Irgendwann habe ich es aber auch noch geschafft, den Weg in Angriff zu nehmen, aber schon auf dem Weg über ist mir irgendetwas komisch vorgekommen bei dieser Sache. Warum läuft da immer noch der Mordor-Soundtrack? Und warum ist alles so giftgrün? Was stimmt da nicht? Als ich dann näher kam, habe ich die anderen von unten auch hektisch gesehen winken. Und dann ist es mir klar geworden, das Portal ins Auenland ist verhext. Die anderen sind also gar nicht im Auenland angekommen, sondern in irgendeiner Zwischenwelt gefesselt und nicht mehr weggekommen. Der Wind war dort viel zu stark, für dass sie wieder hätten starten können. Ich konnte gerade noch so knapp entkommen und habe mich wieder auf Mordor gerettet und dort wieder ein bisschen Höhe gemacht. Während die anderen so hilflos in dieser Zwischenwelt gefangen waren, bin ich verzweifelt hin und her geflogen und habe nach einer Lösung gesucht, die aus dieser misslichen Lage zu befreien. Als ich von Stress fast nicht mehr mögen und zur Erholung wieder am Startplatz reinlanden musste, haben die anderen dann selber eine Lösung gefunden. Es hat den gleichen Ausweg gegeben aus dieser Zwischenwelt, ein Ort, wo sie dann gleich wieder starten konnten. Und dann haben wir dann zum zweiten Versuch angesetzt und sie wieder auf Mordor Höhe machen. Und als wir über Mordor der ganz Höchste waren,
ist uns dann plötzlich klar geworden, wir dürfen einfach nicht auf dem direkten Weg ins Auenland überfliegen, sondern wir müssen den Umweg über Narnia nehmen. Und ja, ich weiss, von der Geschichte her macht das noch viel weniger Sinn, aber wie gesagt, das ist mir ziemlich egal. Und da sind wir jetzt in dieser wunderschön verschneiten Schneewelt von Narnia. Aber hier war es eben nicht nur kalt, es hat auch noch hure kalt ausgesehen. Und durch das hat man dann gerade noch mal eine Runde mehr gezittert. Aber geniesst nicht den Anblick von dieser Schneewelt. Ihr, die hier schaut vom warmen Wohnzimmer daheim aus. Und jetzt war es an der Zeit, aufzubrechen durch das Portal zum Auenland. Schaut euch die Verwandlung an, die da passiert. Die Metamorphose, während wir das Portal durchqueren. Eisige Schneefelder werden zu grünen Matten. Gefrorene Bäume werden zu saftigem Weideland und im Hintergrund die Klänge vom Portal. Und wir haben es geschafft, das Narnia-Portal hat funktioniert. Endlich sind wir im Auenland. Aber was ist jetzt das? Wir hätten doch landen im Auenland. Das war ein kläglich gescheiterter Landeversuch. Und was machen wir jetzt? Nein, jetzt nicht im Ernst. Nicht schon wieder auf das hure Mordor. Ja gut, was bleibt uns denn anders übrig? Dann gehen wir halt nochmal auf Mordor, drehen da nochmal auf. Okay, Höhe machen. Und direkt ins Auenland darf man ja nicht, also gehen wir nochmal schnell auf Narnia vorbei. Das Mal halten wir uns hier aber nicht allzu lang auf und gehen ziemlich direkt wieder ins Auenland. Und endlich haben wir es geschafft, der Spuk ist vorbei. Und nach dies nah sind alle in diesem schönen Auenland reinlanden. So, da lasse jetzt die von euch, die die Schweizer Gleitschirmliga nicht kennen, da gebe ich doch mal noch schnell eine kleine Einführung, was das eigentlich ist. Die Schweizer Gleitschirmliga besteht aus der XC League für zum Streckenfliegen, der Comp League für das Wettkampffliegen und seit neuestem noch der Hike and Fly League. Bei der Comp League gibt es eben neben den nationalen Trainings- und Wettkämpfen auch noch Regionalkader. Und das hier war jetzt das Training vom Regionalkader Jura. Jetzt tönt die Kader ein bisschen hochgestochen, so krass sind die Anforderungen nicht. Das ist natürlich gut, wenn man einigermaßen Strecken fliegen kann. An diesen Regio-Trainings fliegen wir meistens einen kleinen Wettkampf. An Tagen wie dem, wo die Thermik nicht ganz so gut ist, macht man irgendein anderes Training. Oder da gibt es eben so eine Geschichte mit Mordor, Narnia und Auenland. Jedenfalls machen die Trainings mit dem Roshi einfach immer hohen Spass. Und jetzt haben wir uns noch gedacht, wenn wir da schon mal so eine Gruppe mit so vielen verschiedenen Schirmen sind, könnte man doch mal noch eine Gleitzahl und Geschwindigkeitsvergleich machen. Der Plan war also, dass wir noch mal das letzte Mal dort, wo halb Mordor war, aufdrehen. Und wenn alle so ein bisschen oben und etwa auf der gleichen Höhe sind, gibt der Roshi ein Zeichen und dann fliegen wir alle los. Weil unsere Fantasy-Geschichte jetzt langsam so ein bisschen durch ist und unser Ziel erreicht ist, tue ich das Mordor jetzt nicht noch mal einfärben. An Schirmen haben wir den Roshi mit einem alten, vertrimmten Enzo 3. Dann haben wir einen Jin Leopard, einen Yupi Meru, einen Niviuk Arctic. Dann ist noch einer mitgeflogen mit einem Epsilon, der nicht zu uns gehört, und noch ich mit dem Phi Allegro. Und es geht los.
Und ab hier geben wir jetzt alle vermutlich Vollgas. Der Enzo ist vermutlich schwer vertrimmt, sonst wäre der Meru garantiert nicht so weit vorne. Der Arctic gleitet zwar sensationell, kann aber mit dem Speed leider nicht mithalten. Der Leopard hat ein bisschen weiter hinten angefangen, ist aber speedtechnisch mit dem Meru etwa gleich auf. Und Mia Allegro gleitet im Vollgas zwar hundsmiserabel, kann vom Speed her aber offensichtlich mit 2 Liner locker mithalten. Und jetzt kommen wir noch zur Landung. Und weil ich als erstes gelandet bin, habe ich jetzt das mal die Landung von allen anderen wunderbar auf Video. Und das war mal wieder ein sehr cooler Flugtag. Jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr von diesem leicht abgespaceden Video haltet. Den Plan für das Video hatte ich eigentlich schon vor Ewigkeiten, eigentlich schon am Abend von diesem Flugtag. Jetzt ist es aber gleich fast ein 3/4 Jahr gegangen, bis ich es endlich mal umgesetzt habe. Jetzt ist vielleicht noch so ein bisschen die Frage, wie geht es weiter, und allzu viel kann ich dort gerade im Moment nicht sagen. Videomaterial habe ich noch sehr viel und die Ideen kommen auch noch lange nicht aus, da kommen immer noch mehr dazu. Ich setze auch einfach das um, wo ich am meisten Lust dazu habe. Verdienen tue ich ja nichts mit diesen Videos, von dem her sind meine Ressourcen dort auch ein bisschen begrenzt. Aber ich habe schon recht Freude daran, die Videos zu machen, und gerade so Kommentare zu lesen, wie ihr auf meine Biwakflugserie habt geschrieben, das motiviert extrem. Eben, wenn als nächstes wieder ein Video rauskommt, ich kann es euch im Moment gerade nicht sagen, ich gehe jetzt auch noch einen Monat weg. Und wie ich in dieser Zeit dazu komme, etwas zu schneiden, kann ich nicht sagen. Jetzt bin ich ja gerade so kurz vor den 1000 Abonnenten. Wäre natürlich sehr cool, wenn ihr mir dort noch helfen könntet, die magische Grenze zu überschreiten. Und an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Neben dem Abonnieren-Knopf hat es ja noch so ein Glöckchen. Nur wenn ihr das auch noch drückt, bekommt ihr wirklich Benachrichtigung für alle Videos, die ich rausgebe. Jetzt, wenn ihr meine Serie vom Biwakfliegen noch nicht gesehen habt, die verlinke ich noch hier verlinken. Und für das ja ein Video über die Region Jura ist, tue ich hier noch ein Video über das Streckenfliegen im Jura rein. Und zwar in der hinteren Kette, weil die hinteren sind viel cooler als die vorderen. Also, ich glaube, das wär's. In dem Sinne würde ich sagen, habt es noch gut. Ciao zusammen.